Ich muss sagen, ich liebe Essen. Ich liebe Essen über alles. Essen ist meine Love Language. Und ja, I'm a Taurus. Und obwohl ich Essen liebe und sehr gerne esse, bin ich immer dünn. Ich habe immer eine richtig gute Figur. Und klar, es könnte auch irgendwie an der Genetik liegen. Aber ich denke, das hat auch kulturelle Gründe. Es hat Gründe, wie ich aufgewachsen bin. Und es liegt bestimmt auch an meinem Lifestyle und was ich so mache. Ich mache diese Sachen aber und bemerke nicht, dass diese Dinge dazu führen, dass ich immer dünn bleibe, dass ich keinen aufgeblähten Bauch bekomme, dass ich mich einfach gesund fühle. Ich bin da schon angekommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe ein bisschen so meinen Lifestyle analysiert und habe geguckt, was ich so mache und habe überlegt, wieso ich denn die ganze Zeit dünn bleibe, obwohl ich sehr gerne esse und nicht das Gefühl habe, als würde ich mich groß einschränken. Und eins der wichtigsten Sachen ist meiner Meinung nach, eine gesunde Beziehung zu Essen zu haben, zu deiner Figur zu haben und zu dir zu haben. Ich sehe oft Mädchen, die sind wirklich obsessed damit, dass sie Diäten machen, die ganze Zeit dünn sein wollen, wie richtig krass jeden Tag ins Gym gehen und die sind trotzdem unzufrieden. Die sind trotzdem unzufrieden mit deren Körper. Die sagen trotzdem, ihr Bauch ist manchmal aufgebläht und sie machen sich jedes Mal darüber fertig. Oh nein, mein Bauch ist aufgebläht, es sieht ein bisschen dicker aus, dies, das. I don't do these things. Ich gucke mich nicht im Spiegel an und denke, oh nein, ich bin ein bisschen dicker geworden, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist mir eigentlich egal. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meinen Körper und ich liebe Essen. Ich habe noch nie eine strikte Diät gemacht, wo ich dachte, ja, ich esse jetzt nur noch Suppe und 2-mal am Tag oder so. Und ich bin trotzdem dünn und habe einfach keinen aufgeblähten Bauch. Essen ist nicht dein Feind. Es ist Nahrung, die du brauchst. Wir Menschen, wir brauchen Essen. Wir brauchen es einfach. Essen ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Und sich dann dermaßen einzuschränken und diese Nährstoffe nicht zu bekommen, das führt einfach zu Stress. Und zu was führt Stress? Stress führt zu Pickeln. Stress führt zu Haarausfall. Stress führt zu einem aufgeblähten Bauch. Ich finde, wir sollten Essen lieben, unsere Figur lieben, um diesen Stress zu vermeiden. Wir brauchen diese Nährstoffe und wenn du dich selbst liebst und diesen Stress minimierst, dann geht es auch deinem Körper viel besser. Ich koche mir zum Beispiel Essen, das ich persönlich sehr gerne esse, das ich lecker finde. Auch wenn da mal Nudeln sind oder ein paar ungesunde Sachen sind, ich koche mir dieses Essen. Ich mache mir ab und zu Pizza. Ich mache mir ab und zu Pasta. Ich mache mir diese ganzen Sachen und ich habe auch manchmal Off-Days, wo ich mal einen Burger esse oder so und das ist vollkommen normal. Du wirst davon nicht fett. Außerdem ist es wichtig, deinen Fokus zu ändern. Mach deinen Fokus nicht auf dein Aussehen. Denk nicht, oh mein Gott, ich verzichte jetzt auf das und auf das, damit ich endlich dünn bin, damit ich endlich schlank bin, damit ich endlich gut aussehe. Nein, versuch deinen Fokus auf die Gesundheit zu lenken. Wie werde ich gesünder? Wie kriege ich die Nährstoffe, die ich brauche, um mich so gut wie möglich zu fühlen? Und dann wirst du automatisch gut aussehen. Denn diese Obsession mit dem Aussehen und mit dem Essen, dass man nicht genug isst und diese Nicht-Liebe zu sich selbst, das kann zu Essstörungen führen. Und das sind Krankheiten, die nicht so schnell weggehen. Deswegen ist es so wichtig, einfach nur auf deine Gesundheit zu essen. Das Essen, was du gerade brauchst. Aber ich würde lügen, würde ich sagen, ich habe gar keine Restriktion in meiner Diät und ich achte auf gar nichts. Wie gesagt, ich achte in erster Linie auf meine Gesundheit beim Essen. Und das bedeutet, ich habe so welche Restriktionen, die sich aber nicht anfühlen wie Restriktionen. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel vermeide ich Zucker. Ich versuche so wenig wie möglich industriellen Zucker zu essen. Morgens erst gar nicht. Zum Beispiel, ich bin so eine Person, anstatt von dem weißen Toast zu kaufen, kaufe ich mir Vollkornbrot. Anstatt morgens Kaffee mit Zucker zu trinken, trinke ich Kaffee ohne Zucker. Ich esse morgens zum Beispiel Joghurt anstatt von so einer Schokosoße drin und Schokomüsli, mache ich da ein Nussmüsli rein und Dattelsirup. Das ist auch süß, aber das ist nicht dieser gefährliche industrielle Zucker. Es gibt so viele Ersatzdinge, die diesen Zucker ersetzen können. Ich habe mir auch neulich zum Beispiel Bananenpancakes ohne Zucker gemacht und die waren trotzdem mega süß. Ich habe da Honig reingemacht. Und Bananen sind ja auch süß. Du kannst Honig benutzen, du kannst Früchte benutzen, Bananen, Datteln. Das ist alles süß und das hat natürliche Süße, nicht dieser verarbeitete industrielle Zucker.
Und deswegen merke ich diese Restriktion auch gar nicht. Und wieso mache ich diese Zuckerrestriktion? Ich mache diese Zuckerrestriktion nicht, damit ich dünn bin, sondern damit ich Energie für den Tag habe. Denn Zucker, du hast zwar erstmal einen Energiespike, aber danach fällt es direkt und du bist energielos, du bist müde. Deswegen vermeide ich Zucker. Nur deswegen, nicht wegen meiner Figur. Und abends, wenn mein Magen nicht so sensibel reagiert auf Dinge, wenn mein Magen nicht so schnell Dinge aufnimmt, da gönne ich mir vielleicht mal ein Stück Kuchen. Aber meistens sind es selbstgemachte Sachen, die ich dann esse. Also esse ich nicht so viele ungesunde Sachen, weil ich es selbst nicht will. Weil mir meine Gesundheit einfach wichtig ist und nicht, weil ich irgendwie gut aussehen möchte oder so. Dann sehe ich auch oft Leute, die morgens aufstehen und dann in der Uni sind oder so und mir dann erzählen, die haben heute noch kein Wasser getrunken. Madame, was machst du? Wie, du trinkst kein Wasser morgens? Das ist auch eine Sache, die ich immer mache. Ich habe Durst nach dem Aufwachen und ich trinke erstmal ganz viel Wasser. Das reinigt alles, du wirst direkt wach und dein Körper braucht diese Feuchtigkeit. Die Mehrheit aus unserem Körper besteht aus Flüssigkeit. Und deswegen brauchst du diese Flüssigkeit vor allem nach dem Schlafen. Und was ich noch mache, was so ein Extra ist, ich mache mir lauwarmes Wasser, mache dann die Zitrone rein, also ein bisschen Zitrone und Honig und Apfelessig. Das gibt dir noch ein bisschen Antioxidanten, das ist gut für deinen Darm und zu dem Darm kommen wir später. Und du kriegst dann auch diese Feuchtigkeit rein, das ist sehr gesund. Und es schmeckt sogar gut. Wenn dein Bauch oft nach dem Essen oder morgens oder so aufgebläht ist, dann kann es sein, dass dein Darm nicht wirklich in Ordnung ist. Dein Darm ist enorm wichtig. Der reguliert das Immunsystem, der reguliert dein Wohlbefinden. Und dein Darm hat eben verschiedene Bakterien. Bakterien, es gibt gute Bakterien und es gibt schlechte Bakterien. Und je mehr gute Bakterien in unserem Darm sind, desto besser geht es unserem Körper. Dann sind Krankheiten viel unwahrscheinlicher. Dann ist nicht mehr dieser aufgeblähte Bauch. Dieser aufgeblähte Bauch kann davon kommen, dass du sehr viele schlechte Bakterien in deinem Darm hast. Und wie schützen wir jetzt unseren Darm? Erstens, was zerstört deinen Darm? Dein Darm zerstört zum Beispiel Antibiotika. Es gibt auch Antibiotika, die spezifisch sind, aber die meisten Antibiotika, normale Antibiotika halt, die töten nicht nur die schlechten Bakterien, die töten auch die guten Bakterien. Deswegen ist es wichtig, deinen Darm vor allem, nachdem du Antibiotika genommen hast, wieder mit guten Bakterien zu füttern. Ich sag nicht, nimm keine Antibiotika. Manchmal muss man Antibiotika nehmen. Ich habe es auch mal gemacht, aber man muss dann wirklich sich umso mehr um seinen Darm kümmern. Schlechte Bakterien kommen in deinen Darm auch, wenn du viel industriellen Zucker isst, wenn du viel verarbeitetes Essen isst, wenn du viel Öl isst, viel Frittiertes isst, sowas wie Wurst, also diese ganz verarbeiteten Sachen, Zucker, viel Fett. Das sind schlechte Bakterien. Auch Alkohol. Alkohol gehört auch dazu. Das sind schlechte Bakterien. Deswegen ist es besser, diese Dinge so gut es geht zu vermeiden. Dann gibt es aber auch Essen, das richtig gut für deinen Darm ist, weil da auch schon Bakterienkulturen drin sind. Zum Beispiel Joghurt, Kefir, Kimchi, Sauerkraut. Und es gibt unzählige andere Sachen, kannst du einfach googeln, die gesunde Bakterien in deinem Darm fördern. Außerdem ist es wichtig, nährstoffreich zu essen und viele verschiedene Dinge zu essen, damit dein Darm so viele verschiedene gute Bakterien wie möglich hat. Und wenn wir schon von verarbeitetem Essen reden, was ich mache, ist es auch, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich die Wahl zwischen Produkten habe, ich drehe die um und gucke die Ingredienten an. Je weniger Ingredienten drin sind, die komisch sind, desto besser. Wenn da irgendwelche Säuerungsmittel oder irgendwelche anderen Sachen sind, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Also wenn da ganz viele komische Sachen drin sind, dann ist es nicht so gut. Und oft kann man Dinge einfach auch selbst machen, ohne diese ganzen verarbeiteten Sachen, die das Produkt länger halten lassen, weißt du? Versuche mich also möglichst natürlich zu ernähren. Ich koche auch meistens selber. Ich kaufe mir keine Tiefkühlpizza. Ich kaufe mir kein so Tiefkühlzeug, wo richtig viele komische Sachen drin sind. Ich mache mir dann schon lieber selbst Pizza. Klar, es ist nicht das Gesündeste auf der Welt, aber eben, ich verzichte ja nicht auf Sachen. Das ist ja meine Message. Ich esse meine Pizza, aber ich mache meine Pizza selbst. Erstens, sie schmeckt besser.
Und zweitens ist es gesünder als diese Tiefkühlpizza-Sachen. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen Leuten esse, dann bin ich die Letzte, die aufhört zu essen. Alle sind schon fertig, weil die so schnell essen. Und ich kau dann noch und sitze dann noch und dann warten alle, bis ich fertig bin. Aber es ist wichtig, langsam zu essen. Es ist wichtig, dein Essen richtig zu kauen, richtig durchzukauen, weil es dann weniger Arbeit für deinen Bauch macht. Wenn du jetzt die Dinge einfach nur richtig schnell isst und einfach runterschluckst, dann muss dein Bauch viel mehr Arbeit machen, um das alles zu zerteilen. Aber du kannst deinem Bauch diese Arbeit nehmen, indem du es einfach richtig gut kaust. Und ich habe auch bemerkt, jedes Mal, wenn ich dann doch mal schnell esse, dann ist mein Bauch aufgebläht und fühlt sich komisch an. Wenn ich langsam esse, dann ist es nicht so. Deswegen ist es ein sehr leichter, simpler Lifehack, aber es funktioniert. Einfach langsamer essen. Dann wie immer ist es auch sehr wichtig, sich zu bewegen. Ich sage jetzt nicht, du musst jeden Tag ins Gym gehen und Gewichte heben. Nein, du kannst auch deine 10.000 Schritte am Tag laufen. Du kannst spazieren gehen, du kannst auch so Pilates machen, du kannst Yoga machen, du kannst tanzen. Mach einfach irgendeine Bewegung, die dir Spaß macht. Denn obviously, wenn du dich gut bewegst, dann wirst du auch eher dünn bleiben. Liebe dich selbst. Liebe deinen Körper. Du bist wunderschön. Dein Körper ist eine Bereicherung. Du kannst laufen, du kannst tanzen, du kannst dich bewegen, du kannst deine Hände bewegen, du kannst das alles machen. Dein Körper ist nie schlecht. Dein Körper ist ein Geschenk. Deswegen liebe deinen Körper, liebe dein Aussehen, liebe dich selbst. Denn wir wollen diesen Stress nicht, dass du deinen Körper hast und so weiter. Dein Körper wird es zeigen. Wenn du deinen Körper hast, dann wird es immer schlechter. Deswegen liebe deinen Körper, du bist wunderschön, du bist gut, so wie du bist. Eine kleine Zusammenfassung, du kannst gerne einen Screenshot machen. Erstens, hab eine gute Beziehung zu Essen. Essen ist nicht dein Feind, Essen ist dein Freund. Du brauchst diese Nährstoffe. Du kannst dir leckere Sachen zu Hause machen und trotzdem nährstoffreich leben. Zweitens kannst du Restriktionen in deinen Lifestyle implementieren, die du nicht mal bemerkst. Du kannst zum Beispiel industriellen Zucker mit Dattelsirup oder Honig ersetzen und in erster Linie auf deine Gesundheit achten und nicht auf deine Figur und wie du aussiehst. Drittens ist es wichtig, sehr viel Wasser zu trinken, vor allem morgens. Und wenn du möchtest, kannst du dir lauwarmes Wasser mit Zitrone, Honig und Apfelessig machen. Viertens ist dein Darm eines der wichtigsten Dinge in deinem Körper. Es ist wichtig, auf deine Darmgesundheit zu achten und deinen Darm mit gesunden, guten Bakterien zu füttern. Dabei kannst du zum Beispiel Kefir, Joghurt, Kimchi, Sauerkraut und weitere fermentierte gute Sachen für deinen Darm konsumieren und verarbeitetes Essen, frittiertes, industriellen Zucker und Alkohol vermeiden. Außerdem kannst du, wenn du einkaufen gehst, die Verpackung immer umdrehen und gucken, was da so alles drin ist. Wenn da sehr viele künstliche Sachen drin sind, dann ist es vielleicht besser, das mal zu vermeiden und mit einer Alternative zu ersetzen, die eher natürlicher ist. Siebtens kannst du auch einfach langsamer essen. Einfach dein Essen besser durchkauen und das führt dann auch dazu, dass es deinen Bauch Arbeit abnimmt und dass dein Bauch nicht mehr so aufgebläht ist. Dann ist es immer wichtig, sich zu bewegen, aber Hauptsache, es macht dir Spaß. Mach es nicht, um irgendwie gut auszusehen oder so, sondern einfach, weil du auf deine Gesundheit achtest und weil es dir Spaß macht. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dich selbst zu lieben. Liebe deinen Körper. Dein Körper ist ein Geschenk. Du kannst so viele Dinge machen, deswegen schätze deinen Körper, hasse ihn nicht. Und ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ciao, ciao.